Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu, ich weiß nicht genau, was das hier wird, wahrscheinlich eine Art Java-Tutorial. Und zwar werden wir das Ganze brauchen, weil wir demnächst Minecraft-Plugins mit Kotlin entwickeln wollen. Das ist jetzt ein bisschen counterintuitiv, aber ich denke, viele von euch werden diese Plugins auf Windows entwickeln. Deswegen will ich natürlich auch zeigen, wie ihr Java auf Windows installieren könnt. Mit Windows 10, mit allem neu und so weiter und so fort, denn wir brauchen Java, um Minecraft-Plugins entwickeln zu können, auch wenn wir diese in Kotlin schreiben. Und deswegen braucht ihr natürlich Java. So, warum zeige ich das jetzt auf Windows und nicht auf Linux oder sowas, was ich ja normalerweise mache und wo ich auch darauf entwickeln werde? Nun ja, ganz einfach, das braucht man unter Linux nicht. Unter Linux ist Java einfach schon vorinstalliert, unter Windows braucht ihr das noch. Das heißt, wir wollen heute Java unter Windows installieren und ja, deswegen am einfachsten ist es, wenn ihr nach JDK Download googelt, ja, und dort werdet ihr dann dieses Java SE Downloads von Oracle finden. Dort könnt ihr einfach mal draufklicken und hier habt ihr dann die Möglichkeiten, verschiedene Sachen runterzuladen. Nehmt die neueste Version, wir sind aktuell bei 13.02 und wir haben heute den 4.2., also 4. Februar 2020. Wenn es was Neueres gibt, dann nehmt einfach das Neuere, das ist alles in Ordnung. Das wird keine Probleme machen. So, hier auf Download geklickt und dann wollt ihr hier natürlich die richtige Version haben. So, Linux, wie gesagt, ist in allermeisten Fällen schon installiert. macOS kriegt hier seine Pakete quasi und Windows hat hier unten die Pakete. Normalerweise 64-Bit, das ist eigentlich der Standard. Es gibt keine 32-Bit mehr hier für Java 13. Und ja, dann braucht ihr hier genau diese Datei, JDK 13.02 Windows X4 bla bla bla. Hier draufklicken und dann Datei speichern. So, die Datei ist natürlich danach in eurem Downloads-Ordner zu finden, den ihr zum Beispiel bei Firefox anklicken könnt oder eben dann auch oben hier bei den Downloads und dann könnt ihr hier einfach einen Doppelklick drauf machen und dann startet sich der Prozess der Installation. So, den müsst ihr natürlich bestätigen und bei euch wird es wahrscheinlich nicht schon installiert sein, das heißt, dieses Fenster bekommt ihr nicht, aber ihr solltet es natürlich installieren. So, wir wollen das natürlich jetzt installieren, müssen kurz warten und dann klicken wir hier einfach die ganze Zeit auf Ja und Amen. Den Pfad müsst ihr euch ein bisschen merken, ich zeige euch aber auch gleich nochmal, wie ihr den findet. Weiter geht's und wir warten ganz kurz, kopieren neue Dateien. Und fertig sind wir. Wir haben Java installiert. Jetzt können wir es allerdings immer noch nicht benutzen. Wenn ihr Java benutzen wollt, dann werdet ihr das normalerweise aus der Kommandozeile rausmachen. Das heißt, was wir jetzt mal machen, wir drücken die Windows-Taste, ja, und dann geben wir hier CMD ein. Okay, und dann haben wir hier Eingabeaufforderungen und da steht dann eben alles so da, was wir quasi machen wollen. Und wenn wir jetzt hier Java haben, dann müssen wir hier Java nutzen wollen, dann müssen wir hier Java eingeben und dann werdet ihr wahrscheinlich hier einen Fehler bekommen, dass das nicht gefunden wurde. Und genau diesen Fehler wollen wir jetzt fixen. Also wenn hier nicht genau diese Ausgabe kommt, quasi mit diesem, was ihr alles machen könnt mit Java, dann habt ihr noch was vor euch. Und dann ist es noch nicht ganz fertig. So, was wir also machen wollen, um das jetzt zu fixen, damit ihr genau diese Ausgabe hier auch habt, am besten einfach mal Java Version angeben. Version. Dann zeigt es euch auch direkt an, welche Version ihr habt. Wenn ihr diese Ausgabe bekommt, dann ist gut. Ansonsten solltet ihr jetzt folgende Schritte machen. Und zwar klicken wir wieder mal die Windows-Taste und geben hier ein Umgebungsvariable. Umgebungsvariable. So, und dann seht ihr hier Systemumgebungsvariablen bearbeiten. Da klicken wir drauf und dann landen wir in diesem wunderbaren Fenster hier, klicken auf Umgebungsvariablen ... und da müssen wir was einfügen. So, hier gibt es eine Variable, die nennt sich Path und die müssen wir bearbeiten. Unter Windows 10 ist das ziemlich anschaulich. Und was wir jetzt hier machen ist, wir klicken hier einmal drauf, klicken auf Bearbeiten und dann haben wir hier eine Liste. Ist völlig egal, was hier drin steht, das muss euch überhaupt nicht interessieren, könnt ihr bei mir auch völlig ignorieren. Wir klicken einfach nur hier auf Neu. Und dann müssen wir jetzt mal ganz kurz in den Explorer gehen. Dazu einfach mal hier ein Explorer-Fenster öffnen. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich gerade einen Kurs für die TH Lübeck entwickelt, wo wir ein neuronales Netz geschrieben haben, was Pneumonie erkennt. War ziemlich cool, muss ich tatsächlich sagen. Hat sehr Spaß gemacht. Aber das tut hier nichts zur Sache. Wir gehen hier auf die Festplatte C. Die findet ihr auch unter dieser PC oder ihr findet sie direkt unter Windows und dann Windows 10 C heißt das Ding bei mir. Und dann klicken wir hier auf Programme, dann hier auf Java. Und dann hier auf JDK. Die Version, die ihr habt, könnte sich hier ein bisschen unterscheiden, je nachdem, welche Version ihr hier gerade habt. Also, wenn ihr die 13.02 installiert habt, dann sieht das genau so aus bei euch. Aber ansonsten ist egal, wenn hier eine andere Version hinten dran steht. Wichtig ist, dass vorne dran JDK- steht, okay?
Und dann haben wir hier den Ordner Bin. Da klicken wir auch drauf und dann klicken wir hier oben in diesen, also es ist völlig egal, was hier drin ist. Wir klicken hier oben drauf, wo dieser ganze Kram drin steht, wo wir dran gegangen sind. Einfach hier hinten drauf klicken, nicht vorne irgendwo, sondern hier hinten und dann einfach diesen Bereich hier mit STRG C einfach rauskopieren oder Rechtsklick kopieren. Und dann habt ihr hier dieses C:\Backslash Programme oder Program Files, Java und so weiter und so fort. Genau das habt ihr. So, jetzt gehen wir wieder hier zurück auf diese Umgebungsvariablen, gehen hier wieder auf Neu, damit wir wieder diese Eingabe hier haben und kopieren, fügen das hier genauso ein. Ihr seht, das habe ich natürlich schon gemacht. Fügen das genauso ein. Das heißt, wir haben danach hier genau das hier stehen. Das ist okay. Dann klicken wir hier auf OK. Klicken hier auf OK, klicken hier auf OK, klicken hier auf Schließen. Das müssen wir auch nochmal zumachen, zumindest in den meisten Fällen müssen wir das zumachen, soweit ich weiß. Und dann machen wir hier nochmal CMD auf und geben hier wieder einen Java-Version. So, und dann sollte bei euch Java installiert sein und dann seid ihr auch fit, Java zu programmieren. Dazu gibt es natürlich eine Tutorial-Reihe, die habe ich in den Infokarten verlinkt. Die ist zwar schon ein bisschen alt, aber ihr könnt damit wirklich immer noch alles machen und ihr könnt damit wirklich Java-Profis werden. Braucht ihr aber nicht unbedingt für die Minecraft-Plugins. Da habe ich euch die Kotlin-Playliste verlinkt, mit der ihr dann danach auch Kotlin benutzen könnt, um Minecraft-Plugins zu schreiben. Und natürlich die Minecraft-Plugin-Serie habe ich euch auch in den Infokarten verlinkt. Mit der werden wir dann eben weitermachen hier. Und deswegen ist auch jetzt dieses Video gerade rausgekommen, damit wir eben danach Minecraft-Plugins mit Kotlin entwickeln können, wozu wir leider trotzdem Java brauchen. Und ja, wie gesagt, manche von euch werden wahrscheinlich unter Windows entwickeln. Und da es dann zu Fragen kommt, werde ich das hier, oder habe ich gedacht, das Video könnte euch da vielleicht etwas helfen. Super, ich danke euch und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß und bis dann. Ciao.